Ich habe auf jeden Fall was Neues über Lauri gelernt, ja. An der Geburtstag hat zum Beispiel Spaß. Oh Seit wann Mann. Ja, cool, dass ihr da seid. Also neben mir sitzt Lauri, Drummer von der Band Me and Miss Jacobs. Er ist 23 Jahre alt und studiert in Osnabrück Popschlagzeug im 7. Semester. Wir kennen uns seit 2018 bist du in der Band. Seit 2019. Seit 2019, ja. Genau. Das ist Lina Jacobs, Main-Songwriterin und Leadsängerin von Me and Miss Jacobs, und sie ist seit 2018 eigentlich in der Band, beziehungsweise Gründungsmitglied. Und ja. Oh Gott, wir sind richtig schlimm da drin. Ja, wir sind super. Was sind eure ersten Erinnerungen an Musik? Meine erste Erinnerung an Musik ist tatsächlich, wie ich zu meinem damaligen Lieblingslied, das war Can't Get You Out of My Head von Kylie Minogue, im Gang von Toys R Us tanzte, weil es da übers Radio kam. Keine Ahnung, warum ich das Lied so toll fand, wahrscheinlich weil der Refrain so einfach ist und sie die ganze Zeit Lalala singt. Das konnte ich mitsingen damals. Und dann wurde ich danach sehr viel von meinen Eltern halt geprägt, die auch sehr viel Musik gehört haben. Es lief halt immer Radio oder irgendwelche CDs, und da habe ich dann sozusagen meine Liebe gefunden. Mhm. Also meine Eltern hatten so eine CD-Sammlung und auch so Kassettentapes, die sie aus ihrer Jugend hatten, und die CDs habe ich immer zu Hause gehört über meinen CD-Player und die Kassetten haben wir immer im Auto gehört, und das waren so Mixtapes mit allem möglichen Kram, und ich weiß noch, da war ich so, keine Ahnung, 3 oder 4 Jahre alt, und ich kann mich nur an diese Autofahrten mit diesen Songs so erinnern. Fand ich geil, hat mich abgeholt. Meine erste Lieblingsband war Guns N' Roses, auf jeden Fall. Auch sehr durch meinen Vater geprägt, weil das immer rauf und runter lief. Und jetzt so seit knapp 10 Jahren ist es tatsächlich Genesis. Wie hat dich denn das zu dieser Zeit beeinflusst in deinem Leben? Ich war da halt 4 oder so. Und das fand ich super krass, weil ich dachte, was Härteres gibt's nicht, das ist ja super cool. Und ich fand, das war eine ziemliche Urgewalt. Und auch den Drummer zu sehen, sei es Steven Adler oder Matt Sorum, war super cool, da einfach zu sehen, ja, die gehen auf der Bühne ab. Und da war mir eigentlich klar, dass ich das auch machen will. Mhm. Hat dich denn die Musik irgendetwas gelernt? Ich glaube, was ich bei den Interpreten mitgenommen habe, ist der Perfektionismus, mit dem gearbeitet wird. Und auch Ausnahmen bestätigen die Regel, dass man auch mal 5 gerade sein lassen kann. Lina, welche Interpreten haben dich denn stark beeinflusst? Ich habe so sehr viele weibliche Sängerinnen auf jeden Fall gehört, aus den unterschiedlichsten Jahrzehnten. Also angefangen bei Amy Winehouse, Adele fand ich richtig cool, Sass, habe ich auch eine Zeit lang richtig viel Ella Fitzgerald gehört. Ich glaube, weil ich auch immer sehr auf den Text fokussiert war, ging es mir auch irgendwie hauptsächlich dann darum, das mitzusingen. Und genau, eigentlich waren es meist Interpreten, wo so bewegende Geschichten hinterstanden, wo ich so das auf mich beziehen konnte. Wie haben die dich in deiner Karriere so ein bisschen beeinflusst? Also was hast du da mitnehmen können von denen? Also es gibt ein Tape, das wurde erst nach dem Tod von Amy Winehouse rausgebracht mit Songs, die sie mitgesungen oder geschrieben hat und die aber niemals auf Alben gelandet sind. Und dann dachte ich auch, ja, du musst einfach die ganze Zeit machen. Einfach so, versteck dich nicht und sei einfach immer die ganze Zeit im Prozess, weil je mehr du tust, desto mehr findest du deine eigene Handschrift und desto mehr gehst du den Weg und wirst anziehen, was auch irgendwie dich interessiert. Wenn du immer wartest, bis der perfekte Moment kommt und dann musst du liefern, dann wirst du es nicht machen. Aber wenn du die ganze Zeit immer Output hast und schaust, okay, spielerisch, was ist dahinter, dann wirst du so ein großes Repertoire haben, und das hat mich irgendwie so inspiriert auf jeden Fall. Mhm. Ja, danke. Wie bist du denn also selber zur Musik machen gekommen, wenn du gesagt hast, du hast jetzt die Band Guns N' Roses gesehen? Also ich habe immer die Kochtöpfe von meiner Mutter halt vor dem Fernseher gestellt und immer bei Musiksendungen versucht mitzutrommeln. Das war sehr laut und die Kochlöffel waren danach immer alle kaputt. Mein damaliger Schlagzeuglehrer hat mir eine DVD mitgegeben, das war die Live and Loose in Paris von Phil Collins, und hat gesagt, guck dir das an. Ich habe mir das angeguckt und das war so der Moment, wo ich meinte, okay, jetzt meine ich es ernst, jetzt wird's professionell. Das will ich genauso machen. Und ja, genau, daran kann ich mich erinnern. Gibt es also ein Instrument, womit du gar nichts anfangen kannst?
Womit ich überhaupt nichts anfangen kann, sind Streichinstrumente, also vor allem Violine und Bratsche, weil ich überhaupt nicht damit klarkomme. Wenn ich versuche, sowas zu spielen, klingt es immer super beschissen. Und Blasinstrumente kann ich auch kein einziges, aber die finde ich auch ein bisschen charmanter vielleicht als eine Violine. Okay. Ja, Lina, dann wieder zurück zu dir. Wenn du heute Musik konsumierst, worauf achtest du denn da besonders? Dass es was ist, wo ich das Gefühl habe, der Zahn der Zeit wird irgendwie wiedergegeben, wenn es was Aktuelles ist. Also ich liebe es auch, mich in alte Alben reinzuhören, Live-Konzerte, Live-Mitschnitte mir reinzuziehen, aber wenn ich neue Künstler entdecke, dann habe ich irgendwie immer das Gefühl, es muss so dieser perfekte Schnittpunkt sein aus dieser genrefluiden neuen Musik, wo, keine Ahnung, alles möglich ist, es nur noch Subgenres gibt, aber die Leute das geil einsetzen, geil damit spielen und das ist irgendwie so eine interessante so Collation ist. Mhm. Gibt es etwas, das Lina gerade neu erlernen möchte? Gitarre. Also, du kannst es schon ziemlich gut, ich krieg den Progress ja mit, aber wie ich dich kenne, sagst du ja, man lernt nie aus und ich will mehr lernen, ich möchte meine Songs draufschreiben. Und deswegen ist Lina gerade sehr stark dabei und sehr erpicht darauf, die Gitarre zu meistern. Okay. Erpicht darauf zu meistern. Magst du das noch ein bisschen ausführen, Lina? Ja, also ich schreibe sonst meine ganzen Songs am Piano und ich mag Gitarre, ich will Gitarre üben, ich will Gitarre spielen und deswegen tue ich das, ja. Sieht doch cool aus. Hilft dir gerade jemand dabei, das zu erlernen? Ich glaube, es ist echt so, dass man jeden Tag für sich was machen muss. Wenn ich eine Frage habe, dann kann ich unsere Gitarristen fragen und ich kriege da einen Tipp, wie man das einfacher macht. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man jeden Tag einfach eine halbe Stunde sich hinsetzt und sagt, ich ziehe durch. Ich mache das jetzt, bis meine Finger bluten. Ja. Bluten sie schon? Ich habe viel Hornhaut auf jeden Fall, aber sie bluten noch nicht. Nice, Ja. sehr gut. Bei welchem Song kann Lauri nicht stillsitzen? Da bin ich mal gespannt jetzt. Also alles von Genesis, Led Zeppelin, Lawrence, eine Band, die er sehr feiert. Da kann er auch nicht stillstehen. Auf jeden Fall, Lauren. Muss ein bisschen shaken. Ja, genau. Konkrete Songs kann ich nicht sagen. Es sind einfach, glaube ich, wenn bestimmte Bands anfangen zu laufen oder zu spielen, dann ist Lauri am Bouncen. Ja. Ja. Ständig am Bouncen. Am Bouncen. Magst du das weiter ausführen, Laurenz? Was machen die mit Ja, dir? also Genesis trifft schon am meisten. Ich freue mich immer, wenn ich die irgendwo höre. Wenn das irgendwo kommt, ich bin auf der Tanzfläche am Bouncen. Was ist denn da die Connection zu Genesis? Wie hast du die denn kennengelernt? Das ist auch über die Phil Collins Schiene gewesen. Ich habe halt irgendwann mal gedacht, wird mal Zeit für eine neue Band, die ich mir anhöre. Also neue Band ist übertrieben, die hatten jetzt 55-jähriges Jubiläum. Dann habe ich die mir angehört und fand es ziemlich cool und habe mich dann sehr, sehr reingesteigert da drin und wurde wie in so ein Loch reingesogen in die Diskografie. Welchen Menschen hat Lina viel in ihrem Leben zu verdanken? Ich würde da, also die erste Person, die mir da in den Kopf kommt, ist Lenzi, deine beste Freundin. Über die hat Lina damals auch ein Lied geschrieben. Das war tatsächlich auch das erste Lied, was Lina je geschrieben hat. Das heißt Missing. Und das handelt von einem Unfall, den Lenzi hatte. Und ich weiß auch, bei deinen Ansagen vor dem Song sagst du, also du sagst es einmal, dass sie dir sehr viel im Leben gegeben hat. Was das ist, kann ich auch alles gar nicht ausführen. Und du singst es, glaube ich, auch immer im Song. Also, you gave so much to me. Ja, genau. Also deswegen würde ich sagen, es ist deine beste Freundin Lenzi. Hast du dazu was zu ergänzen? Sie ist ein Engel, man kann es nicht anders sagen. Nein, also wirklich, ich kenne sie, glaube ich, am längsten so von den Menschen, die mich in meinem Leben umgeben, seit 10 Jahren. Wir sind alle Höhen und Tiefen zusammen durchlaufen und wir strahlen mehr denn je und ich bin einfach so dankbar, diese Connection zu einer Person zu haben wie Familie. Also sie ist einfach so die Familie, die ich mir immer gewünscht habe. Ja. Schön. Ja, und so eine gute Freundin oder einen Freund zu haben. Ist Und immer wichtig. Support, endloser Support. Ja. Ja. Ein Shoutout. Shoutout, Lenzi.
Sie wohnt jetzt auch in Osnabrück. Ja, ist cool. Ja. Nice, das ist gut. Ja. Dann kommen wir auch schon zu den Schlussfragen. Und zwar, gibt es etwas, worauf ihr euch dieses Jahr noch so richtig freut? Ja, eine Single wird veröffentlicht von uns und die ist wirklich sehr persönlich. Und die ist nicht auf dem Album und die ist vor dem Albumprozess entstanden und wir haben die jetzt erst aufgenommen. Und ich bin ganz aufgeregt. Mama heißt sie und wir haben auch ein Musikvideo dazu gedreht in so einer richtig coolen Kommune. Und ja, ich glaube, das ist so ein richtig schöner Jahresabschluss. Wir haben noch einen coolen Musikvideodreh vor uns. Das wird auch geil. Die letzte Frage, habt ihr in diesem Interview etwas Neues über euch gelernt? Ich habe auf jeden Fall was Neues über Lauri gelernt, ja. Wann der Geburtstag hat zum Beispiel. Spaß. Oh Und seit wann Mann. du in der Band bist. Und seit wann du in der Band bist, 2019. Ja. Cool, vielen Dank, Danke dass ihr auch. dabei wart. Cut!